Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um ein kleines Häkelproblem, das sicher jeder von uns schon einmal hatte. Was tun, wenn die Luftmaschenkette zu kurz oder zu lang ist? Keine Panik, ich zeige euch, wie ihr das ganz einfach beheben könnt. Also schnappt euch eure Häkelnadel und los geht's. Wenn eure Luftmaschenkette zu lang geraten ist, ist das kein Grund zur Sorge. Geht einfach zum Ende der Kette und löst den Knoten vorsichtig auf. Dann könnt ihr die Maschen nach und nach aufmachen, bis die Kette die gewünschte Länge hat. Die letzte Masche, die noch übrig bleibt, wird dann euer neuer Anfangsknoten. Falls ihr aber eine Masche zu viel aufgemacht habt, bleibt eine offene Masche übrig. Das ist aber kein Problem, das kriegen wir gleich wieder hin. Einfach eine Masche machen, um die offene Stelle zu schließen und schon ist die Luftmaschenkette wieder perfekt. Und wenn die Luftmaschenkette zu kurz ist, kein Problem, auch das ist leicht zu lösen. Macht einfach vor dem Anfangsknoten noch ein paar Luftmaschen dazu, bis die Kette die richtige Länge hat. Die letzte Masche wird dann euer neuer Anfangsknoten. Vielleicht sieht die Kette jetzt ein bisschen verdreht aus, aber das ist völlig normal und kein Grund zur Sorge. Um das Ganze schön abzurunden, häkelt ihr jetzt noch 2 Stäbchen bis zum neuen Knoten und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr häkelt ganz normal weiter oder ihr dreht die Luftmaschenkette ein wenig und häkelt ab jetzt in das hintere Maschenglied. Das gibt dem unteren Rand ein schöneres Finish. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, drückt den Like-Button und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Häkeltipps mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch nur mal alles Liebe, eure Andrea. Und vergiss niemals, du bist wertvoll, so wie du bist.